think the McLaren is the quintessential British sports car. 130, 40, 200. Weiter geht's. 300! So, meine Freunde, der Franz Simon wieder für euch am Start für Grip Originals. Und heute dreht es sich um den neuen Fast and Furious Film Hobbs and Shaw. Und auch dort gibt es natürlich die krassesten Karren für euch in dem Film, wie immer. Und heute habe ich euch eins davon mitgebracht, und zwar den McLaren 720S. Wie in jedem Fast and Furious Film gibt es natürlich schnelle Autos, krasse Kisten, und in einem davon, sitze ich heute, den kein anderer als Jason Statham fährt. Los, der Geil. Anschnallen. Was an diesem Auto absolut Fast and the Furious mäßig ist, Biturbo. Ich guck mal, ob ihr es hören könnt. Hört mal zu. Zuhören. Hört ihr das? Kennt ihr das von früher? Fast and Furious. Sowas. Und natürlich ist das nicht ganz so extrem, aber es verleiht diesem Auto wirklich diesen Fast and the Furious Charakter, weil wer mag nicht, wenn der Turbo zischt und faucht und pfeift. So, liebe Freunde. Wir sitzen im McLaren 720S und 720 steht für die Leistung. 720 Pferdchen sind dahinter unter der Haube. Und ich wüsste was, ich habe hier alles auf Sport gestellt. Wisst ihr was, ich stelle es sogar auf Track und dann fährt das Display nämlich hier runter. Zack. Und lade mal 2-3 Gänge runter und dann beschleunigen wir mal durch. Geil, wie der Flügel hinten hochgeht. Das ist so eine Windbrake. Ist das wie bei Bugatti, wenn du die Eisen gehst. Und Leute, das Auto bremst mindestens genauso geil, wie es beschleunigt. Dieses Auto ist definitely Fast and Furious. Das ist so, es ist wirklich, das Auto, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das Auto marschiert. Das marschiert, als wenn es kein Morgen mehr gibt. Das will gar nicht mehr aufhören. Wir haben mal locker flockig so von 50 bis auf 320 beschleunigt. Und ich kann euch sagen, Leute, es hat nicht lange gedauert. Es ging relativ schnell. Ja? Und da haben wir gebremst und dann haben wir noch 100 drauf gehabt. Also das Auto ist definitiv Fast and Furious Faktor, ich würde sagen 5000. Sie wollen Krieg? Den können Sie haben. Jetzt treffe ich die Stars. Jason Statham, Idris Elba. Denn ich will wissen, sag mal, was hältst du eigentlich vom McLaren 720S? You know, I've asked for a McLaren in the last 3 films, and it was always met with a, slam of the door. I think the McLaren is the quintessential British sports car. I think it's, nowadays, it's every element of that car is in-house manufactured. You know, everything is tailor-made by McLaren, so I think there's something quite unique about that. And I've been driving one for the last few weeks, and it is it's an exception. I've been driving the 720S Spider. Okay. Out in LA. Better find a way to pay for it. But it is, and it's an exceptionally fast, incredibly responsive car. I've driven a lot of sports cars over the time.
Yeah, it's a 10 out of 10 vehicle. It's a 10 out of 10. It is. You drive it, where you see it. Well, You've got to drive it, Idris. I mean, Idris has driven plenty himself. But I haven't driven one of those. You need yet. to drive it. I may have a 720S Spider here. You do? I do. No way. This is the car I came with. What's the colourway on it? It's a surprise. Okay. It's very, very. Bright pink? It's an unusual color, but Orange. I bet it's orange. it is. It's turquoise. Turquoise? Yeah. Belize blue. The Fast and the Furious franchise was always about cars, friendships, family, and frenemies. Jason, how would you describe your relationship with Hobbs? I mean, they plucked two characters that hated each other the most and stuck them in a spin-off story. Der Name unserer Zielperson ist Brixton. Er ist ein Phantom. Wenn wir eine Chance gegen Brixton haben wollen, müssen sie zusammenarbeiten. Auf gar keinen Fall. Der Typ ist ein echtes Arschloch. The point of this journey is to be in a place where you just can't be in the same room as somebody and find a way to put aside your ego and your differences, to get beyond that, to do something bigger and more beyond yourself. How do you compete against such two badasses in the movie? His advantage is that he's part machine. He's been rebuilt and he loves it. Ich verkörpere die menschlich gesteuerte Evolution. Kugelsicher, übermenschlich. Wer zum Teufel sind Sie? Der Böse. I got the film, I met David and I said, oh, fantastic, Fast and Furious, I love cars, great. He was like, yeah, but you don't drive a car. I was like, what? But I do have a cool bike though, a very cool bike. Vor 8 Jahren habe ich ihm eine Kugel durchs Hirn gejagt. Klasse! Uns verfolgt also der Terminator. Das schafft er niemals. Stimmt, weil er nicht über Steuer gucken kann. Anschnallen, Fettbacke, ich rette dir mal wieder das Leben. They do a great job in exposing all the different cars that you'd want to drive or have driven, you know, the fantasy cars. You know, they've had the Koenigseggs in there. They have pretty much any car that has any sort of a street level value. They've put it in a movie. The Rock Crawler was a pretty nice car. That was a to good drive. car, yeah. There's a car in the film called the Rock Crawler, which they made specifically for the film. Am I allowed to say that? Yeah. It's too late now. About all these vehicles, all the cars that are in the Fast and Furious franchise, which are your favorites? Tuners, supercars, bikes, tanks, planes. If you could choose one, which one would you choose? Was it the Subarus that was in Tokyo Drift? Tokyo Drift, there was a Supra, there was a Subaru, there was Evolution, there's different cars. Those motors. I thought Tokyo Drift, because Tokyo Drift had, you know, very specific car style, you know. Even though they were driving an American muscle car in Tokyo Drift too. There was a Mustang in there, yeah. But shout out to Ken Block because he knows how to move one of those cars. He's the man, right? Oh, he's the guy. His videos are Incredible. they're exceptional. You know, I like the American muscle cars. I like the British cars. You know, it's hard to stick a flag in any of those to say that's my favourite one, really. Well, gentlemen, thank you very much. Guck dich mal an. Ich versuche die Welt zu retten, nur zur Info. Schon zum 4. Mal. Weil ich das wirklich gut kann. Sie haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. So, meine Freunde, das war ein erfolgreicher Tag. Ich habe in den Stars gequatscht und ich habe herausgefunden, das ist auf jeden Fall ein absolutes The Fast and the Furious Auto. Das ist das, was man damals zu den Anfängen haben wollte. Verdammt schnell, Turbo-Sound, das Ding läuft brutal und jetzt bleibt für mich nichts weiter mehr übrig, außer mir den Film anzuschauen und das mache ich jetzt.